Oh hey! Willkommen zu einer weiteren Episode dieses Theme-Months. Falls ihr etwa nicht wisst, was es mit diesem Theme auf sich hat, schaut doch mal etwa die letzten 2 Videos euch an, dann wisst ihr eigentlich mehr oder weniger den Sist. Für alle anderen schauen wir uns doch mal etwa an, was dieses Mal auf der Agenda steht. Oh, Powerpuff Girls. Zumindest mal ein Klassiker statt ein vergessener Nicktoon, über den keiner mehr redet. Das macht zumindest ein wenig Sinn. Anyway, heute reden wir mal über die Powerpuff Girls, ihre Serie bzw. Serien, was es für die Inhalte, was ihr wissen müsst und viel mehr. Und wie immer, hierbei, das ist nur meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen. Es sei auch gesagt, hierbei wird der Fokus auf die originale Show sein und nicht etwa auf die zahlreichen Reboots, Specials und was auch immer. Zwar werde ich diese vielleicht erwähnen, aber jetzt auch nicht für allzu viel über diese verplappern. Anyway, alles Disclaimer one disclaimed, legen wir mal los mit dem Video. Aber beginnen wir doch mal mit dem Hintergrund. Die Show stammt von Craig McCracken, der schon an vielen anderen Cartoons mitgearbeitet hat und schon einige Shows herausgebracht hat. Powerpuff Girls ist immer noch seine beliebteste bzw. bekannteste Show, aber stammt auch hinter solchen Shows wie Kid Cosmic von Netflix, was eine ziemlich underrated Netflix-Show ist und ihr definitiv mal ein Watch geben solltet, oder auch die wundervolle Wonder Over Yonder Show, zu der ich schon etwa eine Review gemacht habe. Mit Powerpuff Girls hat er mehr oder weniger seinen großen Break als Cartoon Creator und ist definitiv das eine große Franchise von ihm, was für ein Franchise geworden ist. Schaut euch einfach an, wie viel es von den Powerpuff Girls gibt. Aber was ist nun die Synopsis? 3 kleine Mädchen mit Superkräften kämpfen mehr oder weniger gegen das Böse. Blossom, die eher mehr naive, aber empathische. Buttercup, die eher mehr Haut drauf, teilweise aggressive und auch sehr stubborne. Und natürlich Blossom, das Prey in dieser Gruppe, aber auch manchmal die arrogante. All diese Charaktere sind mehr oder weniger unsere Main Leads mit vielen weiteren Nebencharakteren oder auch einer großen Rogues Gallery. Und das ist mehr oder weniger die Synopsis der Show. Es ist mehr oder weniger eine Superhelden-Show. Und sogar eine Superhelden-Show vor dem großen Boom an Superhelden im Kino zum Beispiel. Immerhin stammt diese Show aus den 90s, wo es natürlich auch sehr viele Superhelden-Cartoons gibt. Ich meine X-Men, Batman und so weiter. Aber es ist definitiv eine andere Zeit, wenn es um Superhelden geht. Dennoch, ich würde behaupten, dass Powerpuff Girls definitiv ein Unikat war unter den ganzen Superhelden-Shows. Immerhin basierte es nicht etwa auf einem schon existierenden Comic. Auch wenn die Idee der Show schon länger existierte und es auch etwa bestimmte Pilots gab, die sogar zu den 80ern daten. Aber es ist auch eine Geschichte für ein anderes Mal. Powerpuff Girls ist definitiv eine Show, die auf den ersten Blick aussieht wie ein Gimmick und ein Gimmick, was auf der langen Sicht vielleicht etwa nicht gut funktionieren könnte. Und dennoch schafft es diese Show wie keine andere wirklich gut zu funktionieren. Zumindest für eine ganz große, lange Zeit. Was ich damit meine, dazu kommen wir auch eher mehr später. Aber beginnen wir doch mal mit ein paar Dingen, die ich etwa gerne highlighten möchte in dieser Show, und zwar die Charaktere. Wenn es eine Sache gibt, die an Powerpuff Girls zu loben ist, dann ist das die Charaktere. Sei es nun unsere 3 Main Leads, die super gut charakterisiert werden. So gut sogar, dass der Theme-Song bzw. Intro-Song es mehr oder weniger super klar macht. Ich würde ihn jetzt etwa einspielen, aber Warner Brothers oder auch Musikcompanies sind da notorious mit Copyright. Also empfehle ich euch einfach mal, den Intro-Song euch selber anzuhören. Denn ich denke, dass dieser Intro-Song einer der besten ist. Auch wenn vieles eher mehr Exposition ist, um etwa diese Hintergrundgeschichte zu erklären, schafft dieses Intro es wie kein anderes, mehr oder weniger uns etwa schon ein Overview über die Show zu geben. Und das ist meiner Meinung nach das, was etwa die besten Intros machen sollen. Anyway, zurück zu den Charakteren. Wie gesagt, unsere 3 Main Leads sind wirklich gut charakterisiert worden und haben alle ihre kleinen charmanten Quirks. Aber die großen Highlights sind definitiv eher mehr die Side Characters und vor allem die Rogues Gallery. Eine gute Superhelden-Show lebt etwa von einer guten Rogues Gallery. Ich meine, Batman hat eine gigantisch große, fantastische, Spider-Man hat eine wirklich gute und so weiter und so weiter. Ein Held lebt und stirbt mit einem Schock. Und die Powerpuff Girls haben so viele ikonische oder auch charmante oder auch sehr gute Sorgen einfach nur. Nicht nur das, all diese Sorgen haben auch etwa was Eigenes zu sich. Jetzt nicht vielleicht etwa alle, aber zumindest die meisten von diesen. Wir haben zum Beispiel den ikonischen, charmanten Mojo Jojo, der mehr oder weniger der große Antagonist der Powerpuff Girls ist. Oder auch den fantastischen Him und so weiter und so weiter. All diese Sorgen haben was zu sich, was Eigenes zu sich. Und das macht die auch so besonders in diesem ganzen großen Kosmos der Welt. Und dasselbe kann man auch zu den Nebencharakteren sagen. Auch wenn diese Charaktere natürlich eher mehr im Hintergrund stehen und jetzt nicht etwa den Fokus einnehmen, so doch haben die etwa einen klaren, definierten Charakter und eine sehr besondere Präsenz zu sich. Ich meine, niemand aus dieser Show hat dieselbe Präsenz wie zum Beispiel der Mayor, gesprochen von Tom Kenny, oder. Und natürlich, gute Charaktere machen viele fantastische Shows aus.
aus, sei es nur das war eine Action-Show, Comedy oder auch ein Drama. Aber man kann jetzt nicht etwa behaupten, dass etwa viele Shows es so gut schaffen wie Powerpuff Girls, all diese Charaktere was zu sich zu geben, sodass die etwa einem im Kopf bleiben. Viele Shows introducen zu viele Charaktere, beziehungsweise haben zu viele Charaktere, die manchmal generisch, manchmal planned oder manchmal nur zu gimmickhaft sich anfühlen. Und natürlich, nicht jeder Charakter von den Powerpuff Girls ist ein tiefgründiger Charakter mit sehr vielen Layers. Viele dieser können manchmal eher mehr als Comic Relief an, wo es dann doch ein wenig einseitig ist. Aber dennoch schaffen diese Charaktere es so gut, einem im Kopf zu bleiben und man vergisst man sie einfach nicht. Das große Ding, was etwa die Powerpuff Girls vor allem in ihren ersten 4 Seasons aber so gigantisch gut schaffen, wäre dabei die Action und vor allem das Pacing. Es gibt wenige Shows, wo es behaupten würde, dass etwa ein schnelles Pacing das Go-To-Pacing ist für eine Show. Viele Shows, meiner Meinung nach, können manchmal wirklich etwa benefiten von einer längeren Runtime. Bei den Powerpuff Girls ist es definitiv nicht so. Eher das Gegenteil. Diese ersten 4 Seasons sind so fast gepaced, so schnell geschrieben und haben so viel dynamisches Script zu sich, was manchmal natürlich overwhelming sein kann, aber für diese Art von Show so gut funktioniert. Die Action ist einfach nur genial dadurch und ist einfach nur verdammt dynamisch. Ich möchte nicht zu hyperbole klingen, aber ich denke definitiv, dass Powerpuff Girls im Punkt Action einer der besten Cartoons ist. Natürlich gibt es viele gute Action-Cartoons, aber wenige schaffen es so gut, ein perfektes Timing mit wundervollen Animationen, mit wundervollen Shots und mit einem wundervollen Speed zu haben, wie die Powerpuff Girls in ihrer Action. Und nicht nur das, die Action hält sich auch nicht zurück. Natürlich geht das nicht etwa all in, weil das wäre natürlich zu viel, aber die Action ist definitiv deutlich mehr, als man vielleicht etwa auf den ersten Blick erwarten würde. Es fühlt sich definitiv teilweise manchmal wirklich raw an und das kann auch etwa sehr viel zu den Charme dieser Show reinwirken. Dabei wird das Ganze alles untermauert von einer wundervollen Art Direction und von wundervollen Storyboarding, also auch wundervollen Animationen und Backgrounds. Powerpuff Girls ist einer dieser Shows, die für mich am besten aussehen mit traditional Hand-drawn Animes. Natürlich kann diese Show auch etwa mit Digital Ink oder auch in Flash oder gut funktionieren, aber für mich ist der größte Charme in dieser dann doch teilweise Imperfection von Hand-drawn traditional Animes. Und das sieht einfach nur wirklich gut aus. Vor allem wie man etwa mit Farbe spielt, besonders wenn es um die Hintergründe als auch das Lighting geht, ist wirklich genial einfach nur. Und ist eine dieser Shows, wo ich es etwa immer gerne highlighte. Vor allem so eine Episode wie Speed Demon zeigt das einfach nur ganz gut, was ich meine. Nicht nur, dass das eine der düstersten, wenn nicht sogar die düsterste Powerpuff Girls Episode, würde ich mal behaupten. Nein, es nutzt auch etwa die Farbe Rot in einer wundervollen Art und Weise und untermauert nicht nur die Atmosphäre, sondern auch die Tänzen, sondern auch das, was etwa sich gerade etwa aufbaut in den Citizens von Townville. Generell, wenn ihr etwa wirklich etwa einen Blick haben wollt für das originale Powerpuff Girls, dann würde ich wirklich etwa die Episode Speed Demon sehr groß empfehlen. Ich denke, im Technischen, in der Action, auch von den Charakterdrama und Powerpuff Girls ist jetzt nicht etwa so eine Show, wo viel Drama bzw. allzu gutes Charakterdrama etwa gezeigt wird. Ich meine, es hat seine Momente natürlich, aber es ist keine dieser Shows, wo ich etwa wirklich sagen würde, dass das Drama zwischen den Charakteren das größte Highlight ist oder die Sache ist, die diese Show so besonders macht. Aber ja, das ist definitiv ganz gutes Charakterdrama für die Powerpuff Girls und zwischen den Citizens von Townville. Und generell auch, wie es um die Schurken geht, zeigt einfach nur Speed Demon, was diese Show etwa zu bieten hat. Und das klingt alles wirklich gut. Und auch wenn diese Show jetzt nicht etwa mein Favorit ist unter den ganzen Crack McCracken Shows, versteht mich nicht falsch, es ist immer noch eine wirklich gute Show, aber ich bevorzuge, glaube ich, eher mehr Wonder Over Yonder über die Show. So doch hat diese Show etwa ein Problem. Seasonal Rot. Falls ihr nicht wisst, was das heißt, manche Shows laufen ein wenig zu lang, beziehungsweise ab einem bestimmten Punkt rotten sie einfach. Das, was etwa das Besondere von dieser Show ausgemacht hat, wird ein wenig verloren gegangen und die Show fühlt sich nicht mehr so wahr an zu seiner Essenz. Und das alles hat begonnen, mehr oder weniger teilweise mit dem Powerpuff Girls Film, der meiner Meinung nach zwar flawed ist und definitiv sich vielleicht ein wenig zu ernst nimmt, auch wenn ich etwa diesen Attempt appreciate, aber dennoch so etwa ein paar Anzeichen zeigt, wo etwa die Show in seinen späteren Run falsch gegangen ist. Zum Beispiel haben wir ein paar meiner Änderungen, wenn es um die Charakterdesigns geht, die vor allem etwa in Season 5 und 6 sehr offensichtlich sind, sei es nun mit Mojo Jojo oder auch dem Powerpuff Girls selber, wo deren Kopf ein wenig deutlich mehr gigantischer ist, oder auch einfach generell, wie sich etwa der Look der Show verändert hat. Man kann das gut etwa vergleichen mit Dexter's Laboratory, wo etwa in den letzten Seasons es auch etwa einen mehr oder weniger sehr drastischen
Assassin Sith gibt, sei es nur in der Art Direction, sei es nur im Look und vor allem auch im Writing. Immerhin waren die Original Creators und viele ihrer Schreiber mehr oder weniger gegangen von der Show und das kann man wirklich einfach merken. Season 5 und 6 fühlen sich nicht mehr so pacey an wie die vorherigen Season. Natürlich, man kann mal ausprobieren, die Powerpuff Girls in ein langsames Pace reinzubringen, aber es funktioniert einfach. Sie fühlen sich deutlich langsamer an und viele der Songs fühlen sich auch einfach nur getrackt out an. Aber an einem bestimmten Punkt ist der Song einfach irgendwie unlustig, selbst wenn der Song mal ein wenig stünde. Und auch wie man etwa mit den Powerpuff Girls selber umgeht, sind nicht etwa richtig mit mir. Viele dieser Plots geht es nicht mehr um die Superhelden-Antics von ihnen, sondern um andere Dinge, die auch einfach nicht etwa interessant genug sind, um eine ganze Episode zu warranten. Natürlich muss nicht jede Powerpuff Girls Episode enden mit einem Battle oder mit dem, dass sie gegen irgendeinen Schurken kämpfen oder sonstiges. Zwar ist die Action definitiv das, was Powerpuff Girls so besonders machte in seinen ersten paar Seasons, aber das braucht nicht etwa Action zu haben. Manchmal kann man auch etwa ein paar anderweitige Episoden haben. Aber irgendwie verstehen diese letzten 2 Seasons nicht den Spirit von Powerpuff Girls. Und generell, wie diese aussehen, spricht auch einfach nicht etwas zu sehr zu der Original-Show und den Original-Spirit. Und wäre es nicht etwa für diese letzten 2 Seasons, dann würde ich definitiv Powerpuff Girls wirklich high rank. Zumindest die Original-Show. Denn jetzt reden wir doch mal ein bisschen über das Reboot. Ich möchte nicht so viele Worte verlieren über das Reboot. Was ich aber sagen kann, Powerpuff Girls hatte definitiv ein Problem mit Overexposure, nachdem die Original-Show beendet worden ist. Nicht nur haben wir etwa ein 10th Year Anniversary bekommen, was an sich okay ist, beziehungsweise ein bisschen zu übertrieben ist mit dem, was es etwa machen wollte, aber an sich ganz nett ist. Nicht nur haben wir etwa einen mehr experimentelleren Shot bekommen, der im Punkt der Animation definitiv was Besonderes ist und ein Looker ist, auch wenn es nicht mein idealer Art-Style, Art Direction für die Powerpuff Girls ist und die Story jetzt auch einfach ein bisschen öde ist. Nein, wir haben auch etwa ein Reboot im Jahre 2016 bekommen. Dieses Reboot hat viele Probleme und ich bin kein großer Fan davon. Ich meine, die meisten davon sind kein großer Fan, selbst wenn die Originalversion nicht gesehen haben. Für mich scheiterte das Reboot am meisten im Punkt, wenn es um die Stories geht. Denn ähnlich schon wie die letzten 2 Seasons von der Original-Show, lehnt man ein wenig weg von den Superhelden-Antics und versucht das irgendwie mehr in eine wacky Slice of Life zu machen. Was irgendwie nicht funktioniert. Natürlich kann man etwa eine Slice of Life Story mit den Powerpuff Girls machen. Aber viele dieser Episoden interessieren sich eher mehr dafür, irgendwie ein Meme und irgendwie ein Internet-Humor-Joke reinzuquetzen. Und da Animationen so lange brauchen, sind diese Jokes meistens, wenn sie etwa airen, beziehungsweise die Episode erschienen ist, schon lange ein wenig outdated. Und das ist ein Problem, wenn es darum geht, das Internet und sein Humor irgendwie zu referenzieren. Denn meistens fallen diese Attempts flat, da man etwa viel zu spät ist mit dem, was man referenziert. Und das ist auch einfach nicht so gut altert. Ich meine, wenn man sich etwa eine Episode vom 2006er Reboot anschaut, dann altert das jetzt nicht so gut wie die Originalserie, die natürlich seine Probleme in sich hatte, aber definitiv dann doch eher mehr ein timeless Spirit zu sich hatte. Anscheinend soll Craig McCracken aktuell an einer weiteren reimagined Version an den Powerpuff Girls arbeiten und ich bin gespannt darüber, was etwa da passieren kann. Mit ihnen am Helm bin ich ein wenig mehr confident, aber so gegeben, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Powerpuff Girls mal eine Pause nehmen, für eine Dekade oder so. Ich denke, Overexposure ist definitiv einer dieser Punkte, warum die Powerpuff Girls ihre Relevanz über die Zeit schon schnell verloren haben. Aber das ist am Ende des Tages nur meine Meinung. Wie findet ihr das Reboot, den CW-Attempt an den Powerpuff Girls und die originale Show? Warst du hast zu den letzten 2 Seasons oder so nett zu den originalen 4 Seasons? Lass mich das doch alles und viel mehr in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal für die 3. und letzte Cartoon Review aus den Filmen. Was auch immer das sein wird. Anyway, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!